Die hat sich so ein bisschen... Ach du Scheiße! Wahnsinn! Oh, Samba, Samba! Krass, Mann, krass. Was denn? Und das ist echt? Ja, du bist eins meiner krassesten Idole schon immer gewesen. Mein Name ist Florian Munteanu. Ich bin Boxer und Schauspieler. Ihr könnt mich neuerdings sehen in Creed 2. Ich spiele den Sohn von Ivan Drago, Viktor Drago. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Ein Mann, der schon seit seiner Kindheit Fan des FC Bayern ist, der in München studiert hat und mittlerweile ist er ein gefeierter Schauspieler in Hollywood. Florian Munteanu, schön, dass du heute da bist. Servus, freut mich. Du bist ja momentan, kann man dich ja im Kino sehen, in Creed 2. Da spielst du an der Seite von Sylvester Stallone mit. Ganz genau. Wie war das für dich, mit ihm vor der Kamera zu stehen? Ist ja schon was Besonderes, oder? Ja, das ist ungefähr so, würde ich vergleichen, wie jetzt hier zu sein. Und davor war ich ja auch auf dem Rasen. Ich bin mit Bayern groß geworden, genauso wie ich mit Stallone groß geworden bin. Und einer meiner ersten Filme war ja auch damals Rocky IV, den ich mit meinem Vater damals zusammen angeschaut habe. Und jetzt neben ihm zu stehen, in einem Film mit ihm Seite an Seite zu spielen, ist natürlich eine krasse Ehre. Ne? Wie kam es denn damals dazu? Also dich hat ja wahrscheinlich nicht einfach Sylvester Stallone angerufen und hat gesagt, hey du... Du meinst, wie ich die Rolle bekomme? Ja, ja, klassisch einfach erstmal dafür eine Audition gemacht. Ich muss dazu sagen, er hatte mich halt schon davor auf dem Schirm gehabt. Heutzutage ist es halt einfacher, durch Social Media und Internet, sage ich mal, auf sich aufmerksam zu machen. Und die Rolle war so, sage ich mal, ein bisschen prädestiniert für mich, weil sie haben einen großen Schwergewichtler auch gesucht, der boxerisch was drauf hat. Und ich komme ja eigentlich aus dem Boxsport. Das war ja, sage ich mal, meine erste große Liebe so. Und ich habe ja auch osteuropäische Wurzeln, der Akzent, wenn ich Englisch spreche. Es hat einfach alles gepasst. Ja. Und da musste er natürlich testen, ob ich auch dementsprechend die schauspielerische Leistung bringen kann. Und das hat dann gepasst, Das ne? hat dann gepasst. Und das Englisch war auch ganz gut, das war ja auch noch ein Englisch Thema, war für oder? mich Ja. nie ein Thema, weil ich habe ein Jahr in Australien gelebt, ein Jahr in LA schon davor. Super. Also ich hatte schon immer so das Ziel, irgendwann in die USA zu gehen. Und, ja, Sylvester Stallone hat ja auch 2 Tage vor dem Dreh zu dir gesagt, hey, ich habe so in etwa meine Hand für dich ins Feuer gelegen. Enttäusch mich nicht. Ja, war das ein krasser Druck für dich, als du da angekommen bist? Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal so gesagt und das ist auch nicht einfach nur so dahergesagt. Ich brauche den Druck. Ja. Das ist einfach, Druck bringt mich einfach, lässt mich so über mich hinauswachsen und es bringt mich einfach zu meinen Höchstleistungen. Wenn ich keinen Druck verspüre, dann ist es halt so ein bisschen Larifari alles. Und ich brauche diesen Fokus und andere lähmt der Druck. Das ist wie Olli Kahn gesagt hat. Ja. Druck, den brauche ich einfach und dann läuft's. Ja. Ja, neben der Leidenschaft zum Boxen, der FC Bayern. Wir gucken uns heute das Spiel gegen Hertha an, 23. Ja, Spieltag. Geil. Du hast gerade schon gesagt, du standest unten auf dem Feld. Ach, was für ein Gefühl, oder? Ich habe früher in Bayern Bettwäsche geschlafen. Ich habe noch die alten Trikots daheim. Das ist krass. Ja. Was soll ich jetzt sagen? Ja. Das ist schon, ich habe mich gefühlt wie ein Spieler früher. Ich bin so in der Zeit groß geworden. Das waren so die richtigen Helden von mir. Mit Kahn, Effenberg und Elber. Ja. So die 2001er Mannschaft war so das waren meine Helden. Aber natürlich, FC Bayern, du suchst ja am Anfang, sage ich mal, als kleines Kind einen Verein aus. Mein Vater war natürlich auch Bayern-Fan, deswegen war das klar, wohin der Weg geht. Und dann bleibst du natürlich mit einem Verein und deswegen. Und jetzt da auf dem Feld zu stehen, war schon krass. Jetzt hast du ja keinen 9-to-5-Job. Wie schaffst du es da an einem Samstag zu sagen, nee, ich würde jetzt gerne Bundesliga gucken? Wie schaffst du es, die Mannschaft zu verfolgen? Die Zeit macht man sich ja, okay. einfach. Ja. Keine Termine am Samstag. Bayern hat Priorität, ganz klar. Ja. So, wenn einer anruft, Training oder Interviews oder irgendwas anderes, jobsmäßig,
15:30 ist so ein Standardtermin am Samstag, der wird freigehalten. Muss sein. Wenn du jetzt mal so an deine frühere Zeit hast schon gesagt, Kahn war ein ganz großes Vorbild. Wer ist so dein Lieblingsspieler damals gewesen? Ja, also von der 2-1er-Mannschaft natürlich so Kahn, Effenberg, so die Leute. Aber wenn ich einen rauspicken müsste, dann war es Giovanni Elber. Giovanni Elber? Ja. Warum? Also, ich muss dazu sagen, mein Vater, ich bin sehr viel inspiriert worden von meinem Vater. Mein Vater war früher auch so ein großer Fan von diesem brasilianischen Fußball. Und der war Bayern-Fan, aber er hat immer auch damals zu mir gesagt, so bei Bayern, da fehlt so dieses gewisse Etwas, was vielleicht ein Real damals hatte oder immer hatte. Und dann kam halt Elber und er hat halt so diesen Flair, diesen Zauber reingebracht. Und wo ich den halt dann spielen habe sehen, natürlich auch, sag ich mal, gepusht von meinem Vater, so noch nebenbei, das war für mich wie ein Superheld, so wie er den Ball behandelt hat und so. Und bis heute ist das eigentlich so eins meiner größten Idole gewesen. Ich würde sagen, ich habe so vielleicht 3, 4 Idole im Sport und er ist auf jeden Fall so eins. Hattest du dann damals auch das Trikot mit der Nummer 9 damals? Ja. 9 ist auch meine Glückszahl, by the way. Ja. Das hat auch viel mit ihm zu tun. Also die 9, die hat sich so ein bisschen... Ach du Scheiße! Ach, eine kleine Überraschung für dich. Nein! Na klar. Wahnsinn. Oh, Samba! Entschuldigung. Oh, krass, Servus. Mann. Krass, Mann. Krass. Danke, dass du hier bist. Riesen Danke Überraschung, vielmals. krasse Ehre für mich. Ach, Entschuldigung. Oh mein Gott. Hallo, servus. Und alles klar? Boah, das ist Alles gut. Oh, freut mich sehr. Wahnsinn. Und das ist echt. Wir haben gerade über dich geredet. Wir haben gerade über dich geredet. Ja, schön. Nein, ich freue mich. Bitte. Da habt ihr mich jetzt... Das ist für mich eine ganz große Ehre, wirklich. Glaub mir, für mich mehr. Ja. Ich habe das auf Instagram gesehen, dass du da ein Like gegeben hast und dann sagt mein Sohn, sagt der Papa, nein, das geht nicht. Nein, das ist gefaked, ne, sowas. Dann habe ich nachgeschaut bei dir und dann gesagt, nein, doch, stimmt. Aber habe mich so gefreut. Ist schön. Krass, ja ey. Also jetzt... Was sagst du? Wir haben gerade über dich geredet und sie hat mich nach meinen Idolen gefragt und ja, du bist eines meiner krassesten Idole schon immer gewesen, auch vom Typ her, so wie du Fußball gespielt hast, so wie du dich auch immer verkauft hast. Und jetzt sehe ich dich das erste Mal hier so. Ich habe vielleicht 3, 4 Idole so in meinem Leben gehabt. Boah. Und jetzt habe ich Du alle bist getroffen. eins davon. Ja, jetzt habe ich alle getroffen. Wahnsinn. Boah, ich fange jetzt an zu schwitzen hier, weil das ist schon Wahnsinn, sowas zu hören, weil also wir machen unseren Job auf dem Platz und das ist das Schönste, wenn ein Fan kommt und sagt, boah, das war toll, was du da geleistet hast, die Zeit, wo du gespielt hast, das war hervorragend. Also das ist für uns ein ganz großes Kompliment, weil ich habe immer wieder gesagt, Fußball war für mich nie ein Beruf, es war ein Hobby. Ja. Und dann habe ich noch Geld kassiert, also was will man mehr? Genau, eben. Und ich glaube, das hat die Fans auch gemerkt. Ja. Ne? Ja, aber mein Vater hat früher auch vieles. Mein Vater war auch ein sehr großer Fan von dir, der ist heute auch hier, der sitzt da. Papa. Und der hat mir auch immer viele Interviews von dir gezeigt, hat auch gesagt, schau, er ist Fußballer, aber er weiß auch, wo die Prioritäten liegen. Du hast immer deine Familie an vorderste Front gesetzt. Und das hat mich natürlich auch inspiriert. Für mich bedeutet Familie alles. Und ich sag mal, natürlich hast du auch dazu deinen Teil beigetragen, dass ich heute sage, zum Beispiel sowas wie Familie steht bei mir an erster Stelle. Nein, weil die Familie von uns ist immer da. Ja. Also wenn es schlecht läuft oder gut läuft, die Familie ist da. Von ich zählt nur die Familie. Absolut. Richtig. Flo, erinnerst du dich noch an ein Spiel von Giovanni? Oder sagst du, dieses eine da ist was mit mir passiert? Boah, da hab ich sehr viele. Lass mich mal überlegen. Ich will jetzt mal was aussuchen, was nicht immer alle sagen. So die Klassiker-Tore gegen Real im Halbfinale und so weiter. Also wenn ich einen Moment mir aussuchen würde, dann würde ich wahrscheinlich eins nehmen, was nicht im Bayern-Trikot war. Nicht im Bayern. Mit dem VfB. Ne, nicht mit VfB, Nicht sondern mit mit VfB? Olympique Lyon. Oh, Da hast du nämlich im Olympiastadion gespielt. Und Giovanni Elber macht das 2-1 gegen den FC Bayern. Ja. Und ich schwöre dir, das ganze Stadion hat gejubelt. ja. Das gab es, glaube ich, bei einem gegnerischen Spieler noch nie, dass ein Spieler gegen Bayern ein Tor macht und das ganze Stadion steht auf. Ich glaube, du hast auch an der Bande da so einen emotionalen Moment gehabt. Das stimmt, weil es war so, und damals war FC Bayern noch nicht weiter mit dem Niederlage. Und ich schieße das 2-1 und dann gewinnen wir noch das Spiel und trotzdem die Fans hat mir gejubelt. Ja, Ich sage, wo sind wir denn? Ja. Wo sind wir? Also ich habe doch für den Verein was geleistet. Ja, absolut. Weil sowas habe ich nie gesehen. Ja. Also,
Ja, das war ein krasser Moment. Auch bei deiner Auswechslung da. Ja, Alle haben geschrien. Es war eine tolle krass. Zeit bei FC Bayern, war sehr schön. Also in der Bundesliga. War sehr schön. Ich habe das genossen, jeden Samstag draußen zu spielen. Was will man mehr? Was will beim so ein Wetter fahren? Also beim Schnee, beim Schnee nicht, aber so beim so ein Wetter spielt man gerne. Und jetzt bist du ja auch immer dabei, oder? Ja. Also bist du ja schon bei jedem Heimspiel Also hier im bin Stadion. für FC Bayern als Botschafter viel unterwegs. Waren wir jetzt kurz in Liverpool. Ja. Und jetzt hier Hertha und dann fliegt kurz nach Brasilien, muss ein bisschen Sonne tanken und dann kommt 10 Tage wieder zurück. Ich war übrigens jetzt das erste Mal im Dezember in Brasilien, Aha. in Sao Paulo. Was für ein Land. Ja, Was für ein brutales Land. Ist sehr schön, sehr schönes Land. Giovanni, bist du denn auch so im Boxen daheim? Also ich schaue schon gerne. Ja. Also für mich war die Zeit Mike Tyson, ganz klar. Da in Brasilien sind wir um 3, 4 Uhr morgens aufgestanden, um das Boxkampf, auch wenn es nur eine Minute dann vorbei waren, haben wir das gerne gesehen. Aber heute für uns in Brasilien ist UFC, Ultimate Fighting. Also das schaut man schon gerne, ja. Ich habe bei ihm gesehen, sein Training. Er hat gesagt, nein, spinnt. Also normal darf man nicht sein. Das ist ein bisschen anders, ne, bei den Fußballern. Also ich habe es gehasst, in Krafttraining. Und dann sehen bei ihm, der hat so einen Schnurr, so macht Patsch und noch Stand-up. Ich sage, wie schafft man das? Also, aber jetzt sieht man hier, Respekt. Viel Müsli in der Früh, oder? Müsli, dann geht das schon. Ja. Flo, jetzt haben wir noch ein Trikot für dich. Mal gucken, ob es dir passt. Und das, genau, wird natürlich jetzt auch noch unterschrieben Krass. von deinem Idol. Das war ein bisschen kleiner damals, oder? Als du es hattest. Deutlich kleiner. Deutlich kleiner. Ich weiß auch ehrlich gesagt nie, warum wir früher eigentlich das nie geschafft haben, so wo ich noch wirklich klein war, ein Kind, dass wir Giovanni mal sehen. Aber so schließt sich der Kreis. So schließt sich der Kreis jetzt. Ja. Krass. Toll, Giovanni. Geil. Hey, danke. Geil. Vielen Dank, Jungs. Vielen Dank. Geil, Vielen, geil. vielen Dank. Und wir sehen uns. Ja, Vielleicht sehen wir absolut. das Spiel Viel zusammen. Spaß, Geil, ja. Hammer. Schön, dann ist die Überraschung ja gelungen. Geil, Mann. Hammer. Schön, dass ihr Danke, beide FC da Bayern wart. Danke. Ich hatte heute die Ehre, mein großes Idol Giovanni Elber zu treffen. Deswegen sage ich danke FC Bayern TV.